New York City, der Big Apple, die Stadt, die niemals schläft. Heute möchte ich euch zeigen, warum New York City die beste Stadt der Welt ist. Oder ist sie es überhaupt? Aber zuerst spulen wir ein paar Stunden zurück. Jo, guten Morgen. Es ist jetzt 5 Uhr glatt. Wir stehen vor dem Flughafen, haben gerade unser Gepäck abgegeben. Hoffentlich verpassen wir unseren Flug nicht. Also jetzt erstmal mein erster Eindruck über New York und ich muss sagen, es ist viel größer, als man sich vorstellt. Also man stellt sich schon groß vor, aber es ist riesig. Außerdem sind wir gerade hier bei Hitzewelle. Es sind 36 Grad, ich schwitze mich zu Tode. Aber ja, es macht Spaß, es ist eine sehr schöne Stadt und wir haben gerade mal nicht mal 1% gesehen. So, und weil jetzt unser drittletzter Tag ist und wir jetzt schon seit knapp einer Woche hier sind, dachte ich mir, zeige ich euch meine Top 3 Spots hier in New York. Wir sind auch jetzt schon auf dem Weg zum ersten Spot. Und zwar ist das Washington Square Park. Der erste meiner Lieblingsorte, weil es hier so viele Leute gibt. Es gibt viel, was du hier tun kannst. Du kannst hier schlafen, relaxen, alles mögliche. Es ist wunderbar, hierher zu kommen, weil es einfach so einen guten Vibe hat. Alright, so I'm here with Dylan. We might know him. I want to ask him some questions about New York. So, what do you think of New York? Like, what's the first thought that comes to your mind? The people. Not only the people that live here, there's so many people, everyone's doing so much, but also there's so many people that come here from all over the place, all over the world, which is it's just so much fun getting to connect with all these different types of people. It's great. It's a ton of fun. My next question is, what do you don't like about New York City? What do I not like about New York City? I think everyone would agree with us, but if you pan that way in like 2 seconds, you can see all the trash that's piled up. That's like my biggest complaint, but there's not much you can do about it now. I have another question, and what's your favorite place here in New York? My favorite place? Besides catching ice cream. That's a good question. I mean, it's really nice to go to Washington Square Park. It's really close to here. I've not been there yet. There's just so many people there, and it's always like so much energy. Yeah. And it's a lot of fun. But it's just nice to get away and get to somewhere where there's a lot of nature. Well then, I think that's it. That's all the questions I have. Das ist sehr gut. Yeah. So first off, I'm here with Hi. I'm a YouTuber here in New York. So my first question is, what's the first thing that pops into your mind when you think of New York? The first thing that pops into my mind when I think of New York is walking everywhere. I love like everyone outside and just being like so lively. That's my first thought. Then my second question is, why did you move to New York? Why did I move to New York? Honestly, I lived in LA and there was like nothing wrong with it, but I was just like bored. And I'm young. I need to be able to like go outside, meet new people, and like I feel like there's so much going around in New York. And every time I would fly here to visit, I would feel so motivated, and like I feel like you never run out of things to do here. So I really like it here, and I feel like it really fits my like upbeat vibe. Just a random question? Yeah. What's your favorite spot in New York? My favorite spot in New York? Maybe a food spot or like a store or anything? Okay, my favorite food spot in New York is probably Nha Trang One. It's a Vietnamese restaurant. Oh, my bad. But my favorite spot to like hang out probably is just like around Soho, like walking around and stuff like that. So beautiful, like. Yeah. And then my last question is, what's one thing you hate about New York? One thing I hate about New York is that in the summers, it's not like you don't have a fluctuation of weather. Like in LA, the summer was bad, but at least you would have like a cool down at night and stuff. But here, every time you walk outside, even if it's raining, it is so hot out. Yes, thank you. Yes, thank you for having me vlog. My love's like a black hole sun, so bright when it burns, so dark when it's done. Das bringt mich zu meinem zweiten Lieblingsort, und zwar wäre das Soho. Also ich finde das Viertel hier ganz nice, weil so viele Leute hier sind und es ist halt das schönste Viertel, sage ich mal. Also hier ist alles relativ sauber, wenige Crackies, die hier rumrennen. Außerdem stützt es hier gerade wieder meinen Punkt. Ich gehe hier durch die ganze Stadt alleine mit einer Kamera und wirklich keiner sagt was. Deswegen Spot Nummer 2, den ich empfehle, Soho. What if my pain don't go away back where I found it from? But what if
like, oh, wait a minute. I'm posted in the city on a staple in it. You niggas ain't authentic, it's a fable in it. Like a flat screen TV with no cable in it. It's the black skin version of your favorite in it. So, jetzt sind wir hier, Central Park. Ein Grund, warum ich diesen Park mag, ist weil einfach die Energie hier, halt die Leute hier sind alle gechillt, alle ruhig. Aber ja, Central Park, Nummer 3. Also erstmal, yo, ich bin hier auf einer Brücke. Ich muss tatsächlich sagen, als ich zuerst hier war, hat die Stadt wirklich einen großen Eindruck gemacht. Aber es ist jede Straße ist nochmal breiter, als man sich vorstellt. Die Gebäude sind höher, als man sich vorstellt. Und es ist mehr los, als man sich vorstellt. Krank eigentlich, was hier abgeht. Was ich aber auch sagen muss, ist, je länger man hier ist, umso einfacher kennt man sich aus, weil die Straßen hier alle so wie ein Matheblock eigentlich aufgebaut sind. Was ich auch sagen muss, ist die Leute hier. Touristen sind ein bisschen nervig, aber ich bin selbst einer, also was soll ich noch sagen. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen will, und zwar ist das, du kannst machen, was du willst. Also wirklich, wenn du nackt auf die Straße rennst, interessiert es keinen. So, und als letzten Geheimtipp gebe ich euch Catch an Ice Cream von Dylan LeMay. Und zwar ist es der Ice Cream Store von dem Typen, den wir gerade interviewt haben. Checkt es auf jeden Fall ab, die machen die Ice Cream so auf besondere Art. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den Typen gerade interviewt habe, sondern weil es wirklich sehr gute Eiscreme ist und ein sehr empfehlenswerter Ort ist. Guten Morgen, heute ist unser letzter Tag. Wir sind gerade in Brooklyn, genießen noch den letzten Tag hier ein bisschen in so einem Park. Und ich dachte mir, hier beende ich das Video auch. Also wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Bis zum nächsten Mal.